ich habe nämlich überlegt, da viele von euch sollten eigentlich auch ein bisschen näher beieinander wohnen. Und deshalb wäre es eigentlich ganz cool, wenn ihr unter dieser Brücke hausen würdet, aber dafür Miete bezahlt. Für mich ist das so ein bisschen der Kapitalismus der Neuzeit, dass Menschen unter einer Brücke leben müssen und trotzdem Miete abdrücken dürfen. Japan's tiny apartments under the train tracks. And these are tiny apartments with a lot of catches. I actually have the keys for 3 tiny rooms today. Also, es sieht ein bisschen aus wie die Flüchtlingsunterkunft, in der ich mal gearbeitet habe. With the biggest one here, which is still pretty small. And this is the. We start by taking off our shoes. Ja, richtig. And this actually isn't. Das ist eigentlich, Moment mal. Das ist okay. Also das ist jetzt natürlich keine Luxuswohnung, aber so für einen alleine. Du hast einen riesengroßen Schreibtisch für 12.000 Monitore. Du hast was kostet das? Ich finde das okay. This actually isn't. Also, guck mal, hier hast du sogar einen Geschirrspüler oder was? Das ist ja geil. Hier oben kannst du pennen. Hier ist wahrscheinlich das Badezimmer. So für einen alleine, für so ein, wie heißen die Leute, die sowieso nicht rausgehen? Nicht Hakon Livestream-Chat, sondern wie heißen die, Otakus oder so? Die sowieso niemals mit Licht in Berührung kommen. Das ist doch genial. Streamer, Mods, Chat, ja, ist schon geil. Naja. This isn't bad at all. Stay. There, I might have just seen too many tiny apartments because this one actually feels kind of big and spacious to me. But let's take a quick peek. Hikikomoris. Wahrscheinlich meine ich die Internetlinke. Look at the really tiny ones. Clean, new, lots of storage over here. There is a microwave and fridge here. Not bad by Japan standards in terms of size. And then sliding this open reveals a washing machine, which can hold up to 5 kilograms. A little bit of a kitchen space. Küche ist... Die hat wirklich einen Geschirrspüler, oder? Also viel mehr brauche ich halt wirklich nicht. Ich brauche hier kippe ich quasi den Kaffee rein, den ich nicht ausgetrunken habe. Hier drüben kann ich Ravioli kochen und hier wird gespült. Ist doch... Over here, nice IH burners built right in with some storage on both sides. But I can see a fully white kitchen getting pretty messy if you actually use it. There is a loft space up here, and then this is going to be the toilet and bath area. Doorway seems kind of small, but you can actually step down. Oh, geil, eine Schiebetür, die liebe ich. The toilet space itself is actually not that bad, especially considering some of the places that we've taken a look at. And over on this side, das ist ja voll das Riesenbad, das ist ja größer als meins. Actually a moderately spacious bath area. I might need a duct to use. Ich habe so ein bisschen, das ist in so einem Plastikcontainer, also ich habe das Gefühl, als würde man in so einem Wohnmobil duschen. The shower also I'm very. Auch schon Mittagessen? Ja. Where moderately spacious is a relative term that for claustrophobic people that might just be nightmare juice. But let's take a peek at the loft up here. Geil. Okay, this loft is actually. Ey, ist doch super. Ich fände es ein bisschen doof, dass das hier oben so offen ist an der Stelle. An sich, wo ist das Problem? Für einen alleine reicht das. Ist eigentlich eine perfekte Streamer-Wohnung. Way bigger once you get up here than it looks like from down below. Like I can go all the way to the other end, and yes, I've got a duck. I 100% cannot stand up in here. Let me give you a peek. You would have no problem fitting a decent sized mattress. There's also plugs and all the switches for everything you need. Almost everything you need. Oh, I can turn that on. Also ich wüsste jetzt nicht, ob ich da für den Rest meines Lebens drin leben würde. Aber ich sag mal, gerade wenn man so ein Studi ist und man hat eh nicht so viel Kohle, ist das doch geil. Hast deine eigene Butze, kannst hier oben dein Bett reinknallen, hier unten einen PC. Kochen kannst du dir auch was. Darfst halt jetzt irgendwie keinen 100 Zoll Fernseher kaufen oder sowas, ne? Aber an sich. I have no idea what these switches do. I'm just pushing buttons. Okay, I want to go check out the really tiny units now. Also, despite this being under the train tracks, I haven't really been bothered by any train noise. There's actually a train passing overhead right now. You can barely hear it. There is separation between here and the track, so I think that helps. But these places
feel like they're also built to be pretty quiet. Alles ab 75 Zoll ist verboten. Wimpy, ich habe einen 70 Zoll Fernseher. Ich habe einen 6. Ich habe einen 65,01 Zoll Fernseher. This is what the train sounds like outside, but again, there's the spacing. There's 2 units per building, at least for this section, and there's security cameras there. But let's Warum haben die Häuser ein Dach? Die hätte man doch sparen können. In Deutschland. Oh, also, das sieht halt wirklich aus wie die Flüchtlingsunterkunft, in der ich mal gearbeitet habe. Zumindest von außen, von innen nicht. check out the really tiny places. So there are 109 units in total, and the ones in here are considerably Mario, small. ein So wunderschön. space for shoes there. Our unit's going to be down this way. There's a shared kitchen space here, which makes me think that Ist auch nicht schlecht. Also ist jetzt nicht hyper hübsch, aber komm. Wenn du denkst, ja, okay, gut, 3 Jahre und ich bin wieder weg. Die andere Wohnung hätte ich trotzdem mehr gefühlt. space here, which makes me think that this unit probably doesn't have a kitchen, but it's going to be right this way. Ich hab's neulich schon gesagt, ich würde mir lieber eine Küche mit jemandem teilen als ein Badezimmer. Mir wäre das viel wichtiger, dass ich mein eigenes Bad habe. This should be our unit right here. Let's take a peek. Boah, nee. Boah, nee. Das ist ja eine Gefängniszelle. Oh, nein. Nee. Nee. Nein. Ich habe gesagt, ich gehe nicht zurück ins Gefängnis und ich gehe nicht zurück ins Gefängnis. Auf keinen Fall. It does have a bit of a closet, and it's a tall closet at that, so it feels like a bit of a bonus, but the room itself is just so tiny. Like, this is all the space you get here. There's a bit of a desk here. This particular fridge feels a little bit big for the space. Ist MVP, weil du kannst hier streamen und dir direkt eine kalte Cola aus dem Eisfach holen, ne? Weiterdenken. I don't know, I might go with something smaller. And then in here, we've got the toilet, bath, shower, and all that. Ah, nee, ey, das ist wirklich, also das ist ja quasi, wenn du in den Knast gehst und du sagst, ich habe aber ein bisschen Geld und dann geben sie dir eine bessere Zelle. This door here closes to give you privacy, and Das sieht einfach aus, als ob die Wohnung nicht fertig gebaut wurde. that opens just like that. And in here, we have, is it shower only? It is shower only this time. All in all, not a bad shower space. Shower head is also higher on this one, and I love and appreciate how much more spacious the toilet is. I know to most of you this isn't going to be a spacious toilet, but in the world of tiny apartments that are available in Japan, it seems like the toilet... Gott. Wo haben sie denn das Klo gefunden? Im Führerbunker oder was? Da musst du ja, wenn du dich hinsetzen willst, erstmal die Klopapierrolle abnehmen. Seems like the toilet space is always the first to go, and when I looked at this place, I was like, well, where would you sleep? Where would you put a bed? And then Milo, ich grüß I dich. realized that this is actually a ladder that leads up to a Warum diese Uhr? Wo ist denn jetzt eine Uhr? loft. It's just bolted straight to the wall, so let's head up and take a peek. These are actually student apartments, by the way, not dormitories, like apartments that you can rent. Okay. Ja, das ist in Ordnung hier oben. Da kannst du bestimmt haust eine Matratze rein. Dann kannst du hier passen 2 Kisten, 3 Kisten Sterni passen da oben noch hin. Damit, wenn du im Bett liegst, dir so ein richtig schönes Kaltes noch reinklemmen kannst. Hier so ein bisschen Chips. Und halt so ein bisschen Weed, so in dem Bereich, so 3, 4, 100 Gramm oder so. Mal gucken. Definitely smaller. Absolutely no chance of me standing up in here, but there is these shelves for storage, and there's more than enough space for some type of bedding or mattress here. Also love the addition of the handle here. Don't know why. Just Da kann ein kleiner Mensch wohnen, das stimmt tatsächlich. Also in Japan kannst du das hier doch als Wohnung vermieten. Guck mal hier. Wenn ich überlege, wie sehr sich seine Bekannte da neulich zusammengefaltet hat, da passen doch 2, 3, 4 von denen hier rein. Überhaupt kein Problem. okay, definitely smaller. Absolutely no chance of me standing up in here, but there is these shelves for storage, and there's more than enough space for some type of bedding or mattress here. Also love the addition of the handle here. Don't know why, just a simple usability thing. And from here, you really get a peek
at the scale of this apartment. Ja, Gefängnis. Also wenn ich in dem Raum, wenn ich da einziehe, kannst du mich am nächsten Tag auch einfach von der Decke abnehmen. Also wir haben Hakon gefunden, der hat sich selbst, der hängt der baumelt von der Decke. Der hat es nicht ausgehalten. The ladder being completely vertical makes it a little bit more of a challenge to get up here and makes me question how much I personally would use the loft. Now, these are designed to be affordable student housing for university students too. This includes utilities and meals. Oh, Mahlzeiten. Also wir wissen ja, das sind 70.000, glaube ich, $700, $900 plus. Ich glaube, also dann würde ich doch unter die Brücke in das Haus ziehen. Ey, wenn da Meals drin sind, na dann aber Halleluja. Die Miete hole ich aber dreifach wieder rein. Three steps to get across. Wimpers hat schon ausgerechnet, ne? Wimpers oder einfach irgendwelche Zahlen in den Raum geworfen. The entire apartment. Also, just a little bit of a trigger warning 429 bis 552, okay. on our next apartment. If you thought that this unit was small and you were uncomfortable, the next unit is much smaller. Noch kleiner. Die nächste Wohnung ist noch kleiner. Because this housing is designed for students, there's all these extra benefits and merits like shared space. There's also a shared like cafeteria style kitchen space with meals that are designed by a nutritionist, which is not entirely uncommon in Japan. It's a pretty common practice for elementary schools in Japan to have a nutritionist on board to design the meals. This place actually takes it one step further by using food sourced from local farms. Okay, ey, das ist ja cool. Du kriegst da was zu futtern. Also von der Idee ist das. Ich hoffe, die bringen einen da auch ins Bett oder so, Digga. Stell dir mal vor. Hast dann abends so dein Essen gegessen, dann kommt einfach so ein Pfleger, nimmt dich so und trägt dich ins Bett, legt dich ab, deckt dich zu. Dann kriegst du noch so ein kleines Küsschen auf die Stirn. Building itself is beautiful. The next room, our final room, this is the room. it's pretty much the whole thing. I can already hear the Ach du Scheiße. Das gibt mir ja so Kreuzfahrt-Vibes. Phobics just screaming and panicking, but let me give you a peek. So this is pretty much the room. Now there is one feature behind me that might be shocking for some people, and the toilet is pretty cool, but the bed, how small the bed is, stands out to me. At least it has some space underneath, but look at this. You know, Kommt Sebastian Kurz, küsst dich nach dem Essen, der fragt dich, ob du schon Mittagessen hast. Hast schon Mittagessen, oder? this reminds me of that tiny sleeper train that we took. Oh, das ist ja nice. Das ist ein Zug? Das ist ja fett. A while back. Pretty sure if I leave my feet hanging out, Oh, also das ist halt wirklich einfach eine Knastpritsche. we should be okay. Let's give it a shot. It works. It's not that bad. Actually, this is way better than my first ever apartment in Japan. The building is long gone, but it was way tinier than this, and I did not have my own bed space or toilet, which I want to show you before I show you the thing that's gonna trigger everybody. So this space here, little mirror there. There is a shower room in here. Okay. And then this spot right here is where the toilet is. And you might look at that and go, well, there's definitely not enough space to sit in there except this door swing. Oh, das ist das ist ja praktisch. Die Tür vom Bad ist gleichzeitig die Klotür. Diese gerissenen Japaner, die denken sich immer was Neues aus. All the way closed. Like the, Na you gut. lock it. Apparently. Ich muss zugeben, ich appreciate das. There. Like that. So again, not bad at all. It's actually fairly well designed. And then you have access to the sink right here, which is Geil, du kannst auf dem Klo sitzen und dir gleichzeitig die Hände waschen. much better than a lot of the other places. Despite being such a tiny space, you not only have your normal shower ventilation space here, but because you've got a window here, this window opens. Dick ist die Tür nicht, die ganze Wohnung ist nicht dick. Wenn die Tür 1 Millimeter dick ist, dann passt niemand mehr ins Wohnzimmer.
So you could also just open that and vent out the entire area. Also, because of the window, I didn't really think about it, but there are light switches here as well. Wow. Okay. It is actually really. This is a nice. I like it. With one minor caveat in this. And Ach du Scheiße. Du hast einfach eine scheiß Terrasse vor deiner Tür. that, well, this just opens up to a hallway here. Ach du nee. Oh nein. Das ist ja komplett bekackt beschissen. And the privacy that you get is from basically this. Oh nee, Alter. Also da kannst du mich dann auch einfach von der Wand wischen, sage ich, wie es ist, ne? Also wenn ich da einziehen müsste, dann wüsstest du ganz genau, morgen kommt jemand und streicht die Wand hier neu, weil Blutflecken so schlecht abgewaschen werden können. Is the room that you get. Let me open this and show you outside of here for a second. While the other ones were really meant to be apartments, this is more like a single person dormitory space. Take a peek at this and tell me what it reminds you of. So what does this look like to you? Furchtbar. Absolut furchtbar. Ich meine, da kriegst du ja alles von jedem mit, die ganze Zeit. Da kannst du also ob du die Tür jetzt zumachst oder nicht, ist eigentlich auch egal, ne? Da kann eigentlich jeder auch seine Tür einfach aufhaben und dann wird hier gelebt und hier drin geschlafen. Das wird als Kommune ist es okay, aber nicht so. Each of these are individual rooms, and this is meant to be like a common space with like tables and shared desks and whatnot. And there's a whole kitchen space down here. Just noticed that there are also coin laundry machines available here as well. I actually just really like this entire space, and I keep forgetting that we're underneath the train tracks. Each room is just built so well that they're incredibly clever. We've seen some really terrible tiny apartments here in Japan so far, but this is just built to be used. Da kann man auch gut zu zweit leben, glaube ich, ne? Ich stelle mir gerade so vor, da zu zweit und vielleicht noch ein Hund oder so. Dann wäre das, glaube ich, da hat man diesen großzügigen Platz auch nicht ganz so verschwendet. Ist ja schon sehr opulent so zu leben. Storage space under the bed, you got the shelves, you got the super functional door. I often shoot these tiny apartment videos with Okazaki-san, a former architecture student who I met for the first time when... Stimmt, ja, das ist wie der Knast aus Walking Dead, den sie dann irgendwann beziehen. I stumbled upon her apartment, and we've done a ton ever since. And she has wanted to come and check out this place for the longest time, but wasn't able to come with me today because she's actually off on an architecture job herself. Also, would you believe that every single time that we do these tiny apartment videos, we get threats, actual threats, both in comment and email form. Er wird bedroht? Wieso denn? Wird er dafür gehasst, wie er die Wohnungen zeigt? Gott, ey. Stell dir mal vor, also klar, ich meine, als linker Creator kennt man das natürlich, dass man da gefrettet wird, aber doch nicht als, wobei, macht er Real Estate? Nee, eigentlich zeigt er doch nur die Wohnungen. I might even have to do an entire video on that one day. I did not realize that people were so triggered by tiny apartments. But wishing Ayaka all the best. I'm sure that you guys are as well. And the cafeteria Internet war auch einfach ein Fehler, ne? Here has offered to put together a small meal for us so we can see what it's like before we wrap things up for the day. So let's go check it out. BPD. Registered students can actually come up and use this face scanner that scans their face. And they use that to pay for their food. Aha. Ich dachte Meals including. Wieso muss man die denn jetzt wieder bezahlen? Oder muss man sich einfach erfassen lassen? Krass, alles vegan. That is quite the meal. This is Wahrscheinlich muss man da einfach sich kurz mal registrieren, damit die wissen, wer da hinkommt. Fantastic. Okay, so we got a little bit of a soup right here, a bowl of rice, a nice salad, and then there is, in Japanese, it's called hambagu,
I guess just a hamburger, just a hamburger patty with nobody. Does that exist overseas? I've been living in Japan far too long, and then Brussels sprouts, fries, Brussels sprouts. and fresh made pudding. I got to see them doing some of the prep earlier, and everything just looked so good. I'm gonna start with the greens. It tastes incredible, which is amazing because each one of these trays works out to less than $5 a meal. I had reached out to Japan Rail, who runs this entire thing, including the apartments and everything, and asked them if I could come in and shoot this. And not only did they say yes, but they sent an entire team. There are posters all over the place that say Tokyo Lens is shooting today. They made me feel so welcome. Not sponsored or anything, but huge thanks for that. The big question is, would you live here? Would you live in any of these units? What did you think of them? Let me know down. Also die erste würde ich nehmen. Die erste wäre okay, wenn ich jetzt nicht irgendwie einen Hund hätte oder sowas, ne? Aber die anderen auf gar keinen Fall. Nee, nicht für Geld. Auf keinen Fall. Below. Also, if you're new and you haven't hit that subscribe button already, I would love to have you. Tatsächlich finde ich die letzte ganz okay. Ich sag ehrlich, fürs Gratisessen ziehe ich ein. Naja, du bezahlst das ja mit der Miete halt mit, ne? Und so richtig vegan ist das, glaube ich, nicht. Aber das ist ja nicht für dauerhaft, sondern höchstwahrscheinlich doch für Leute, die studieren, und da geht das voll klar.